Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, es ist wieder ein Bricklink-Set und dieses Mal ist die Frage, was ist eigentlich alles in einem 2x4er Stein so los? Das haben wir uns schon gefragt, seitdem wir ganz kleine Kinder sind. Natürlich. Jetzt hat uns Bricklink die Antwort geliefert, oder besser gesagt der Mokka Kleinraum, Genau. der nämlich einen 2x4 Stein jetzt mal in passender Größe herausgebracht hat, dass man auch das Innenleben begutachten kann. Das ist ein Set, welches im Jahr 2019 anlässlich des Bricklink A-Fall Designer Program Wettbewerbs herausgekommen ist. Und ich glaube, wir werden das Set jetzt mal aufmachen, Ich glaube auch. zusammenbauen und dann mit euch zusammen gemeinsam anschauen, ob es was taugt, oder? Da bin ich schon sehr gespannt. So schnell kann es gehen. Gerade mal 2 Minuten später und das So Set schnell? ist bereits aufgebaut. Das liegt wahrscheinlich einerseits daran, dass ich so ein guter Lego-Bauer bin und andererseits, weil die Anleitung einfach wirklich sehr hohe Qualität aufweist. Schauen wir uns das Set mal kurz genau zusammen an. Ihr wisst Bescheid, es ist wieder mal dieser Jubiläumsstein drin. Jetzt haben wir schon mehrere davon. Keine Ahnung, was wir damit machen werden. Vielleicht irgendwo ein kleines Museum. Jemand hat doch vorgeschlagen beim letzten, dass wir es eigentlich auf den Stadtplatz geben könnten. Finde ich eine coole Idee. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, warum auch nicht? Also Aber das das finden wir noch raus. werden wir sicher noch rausfinden. Es sind 2 Minifiguren bei diesem Set dabei. Genau. Eine Frau und ein Mann in ganz nettem Kostüm, wenn man das mal so bezeichnen darf. Klassische Gesichter, aber Ja. beide sehr coole Frisuren, keine Wendegesichter. Und sie hat so eine nette Bluse an und der Die Typ Frisur ist ist eher echt süß. klassisch in Blau. Was aber nichts Schlechtes ist, denn uns Männern steht ja auch Blau, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wenn uns Schwarz steht und alle anderen Farben, dann geht natürlich auch Blau. Vielleicht habt ihr es bemerkt, der Speedbuild war etwas abgekürzt. Das liegt daran, dass dieses Set hier aus 2 Teilen besteht. Kann man hier in der Mitte auseinanderschneiden sozusagen. Und diese beiden Hälften gleichen sich wirklich wie ein Ei dem anderen. Das heißt, man baut hier mehr oder weniger zweimal dasselbe. Das beginnt beim Dach, das man übrigens abnehmen kann. Und das geht dann weiter übers Gebäude bis hin zum Garten. Man baut immer zweimal dasselbe. Das Einzige, was anders ist, ist diese Inneneinrichtung da. Deswegen ist das Speedbuild also dementsprechend ein bisschen kürzer ausgefallen, da ich das rausgeschnitten habe. Und ich muss auch sagen, ich meine, es ist einer der Sets, das mir sehr gut gefällt, aber es ist auch das Set, bei dem Christoph, glaube ich, am meisten geflucht hat beim Bauen. Ich habe mich wieder zum mal Glück. gekonnt rausgehalten, weil ich mir gedacht habe, zu viele Bauer verderben den Brei oder wie sagt man?
Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, genau. Habe ich noch nie und gehört. zu viele Hände beim Speedbild verwirren vielleicht. Jetzt hat Christoph das super neben mir gebaut, aber manche Sachen sind, glaube ich, sehr schwer, dass sie dann doch so gut halten. Speziell auch, glaube ich, diese Zäune hier auf der Seite, die sind doch eine große Herausforderung. Ich mache noch kurz einen 360-Grad-Schwenk für unsere Zuschauer. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also das Set ist von der Ästhetik hier ein Wahnsinn. Und ihr seht schon, wir haben es hier auf einer Platte. Das hat den Grund, dass das Set sehr instabil ist. Sowohl beim Bauen als dann auch im fertigen Zustand. Es sind diese Zäune hier wunderbar und wunderschön hier mit der Begrünung. Auf der anderen Seite ein Horror zum Aufbauen, wenn die nicht komplett ineinander passen, dann fängt das irgendwo an, wieder auseinanderzufallen und ich weiß gar nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe und ich greife diese Zäune auch nicht mehr an, denn sie sind jetzt zusammen und auch hier das sieht so aus, wie wenn vielleicht wie nennt man das? Das ist so eine Art Steg, wo drunter vielleicht sogar Wasser fließt. Also das ist so ein Holzbalkon. Das sieht total schön aus, aber das wird alles nur durch Jumperblades gehalten. Und jetzt ist es dann mit zunehmendem Baufortschritt, wenn man dann schon etwas weiter gebaut hat, dann hat das Set natürlich schon ein gewisses Eigengewicht und es fängt meistens, wenn man dann irgendwo drauf drückt, auf der anderen Seite an, dass wieder alles auseinanderfällt. Also wenn ihr es nachbaut, gute Nerven braucht ihr auf jeden Fall, nicht nur die Steine. Aber es sind tolle, jetzt ist schon wieder irgendwo was abgefallen, aber das macht nichts. Wir zeigen euch jetzt trotzdem die Highlights des Sets, denn wir finden es ein ganz nettes Set. Ja, das auf jeden Fall. Das Dach habe ich schon gezeigt, wird so zusammengebaut, das sieht wirklich verblüffend ähnlich einem, hoppala, das war jetzt ich, 2x2 Stein aus. Also das ist schon mal ganz toll. Und dann hat das Haus, wie ihr schon gesehen habt, von der Optik her, wie gesagt, so eine Konstruktion, dass es mehr oder weniger vorne und hinten immer dasselbe ist, aber genau diagonal voneinander. Das heißt, wir haben hier auf zwei Seiten so einen Steg mit dem Zaun und auf den beiden anderen Seiten haben wir so eine Art begrünten Vorgarten. Das ist alles sehr nett gestaltet, hier mit Pflanzen, mit einer Leiter, wo man auch nach oben klettern kann. Und wirklich vielen grünen Platten. Das Einzige ist, das ist irgendwie so schlecht hier am Haus angemacht. Jetzt ist, wenn man das Haus ohne die aufhebt, dann bleiben diese diese grünen Vorgärten meistens am Boden liegen. Okay. Macht aber nichts. Dann kann man das Haus, es hat erstens mal sehr viele und sehr große Fenster, die kann man auch öffnen. Auf zwei Seiten, das ist sehr schön und es ist auch sehr schön lichtdurchflutet und ich lasse das jetzt auch mal ein bisschen offen, denn die Häuser unterscheiden sich, oder es ist ja ein Haus, aber die beiden Häuserhälften unterscheiden sich natürlich in der Inneneinrichtung. Wir haben hier jetzt so eine Art Spielzimmer, wir sehen hier eine Rakete, wir sehen ein Segelschiff, wir haben Statuen, Bücher, was ist da noch alles drinnen? Ja, so eine Art Schreibtisch, eine Ritterburg. Da ist was rausgerutscht. Ich glaube, das soll so eine Art Regal sein. Das ist sein. ein Sessel ist das. Der ist hier, der sollte hier bei diesem Tisch sein. Und das sind also Autos und Eisenbahnen und also wirklich sehr detailverliebt, auch sehr schön innen gefliest. Also das ist schon sehr nett. Dann kommen wir noch auf die andere Seite. Ins Wohnzimmer. Wo wir das Wohnzimmer vorfinden. Das finde ich so cool. Alleine, dass bei der gemütlichen Couch ein Cappuccino steht mit einem Keks. Ja, also der Bewohner oder die beiden Bewohner dieses Sets wissen auf jeden Fall, was gut ist. Wir haben eine sehr cool designte Couch mit einem Brief. Ich hoffe, es ist keine Rechnung. Nein, ein Liebesbrief. Sondern ein Liebesbrief und dann haben wir natürlich auch noch Kaffee und an der Wand hier sind allerhand, das sind Blumen und Statuen. Und was zu malen. Was zu malen, eine Staffelei oder so eine Art mit Pinsel und zum Farben anmischen, also wirklich, wirklich sehr nett. Ja. Das Set hat fast 1400 Teile.
Natürlich sind es großteils kleine Teile, das macht das natürlich aus. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, weil ich mir gedacht habe, 1400 Teile in diesem Set. Es sind aber wie gesagt sehr viele kleine Teile, auch natürlich für diese ganze Konstruktion hier herum. Auch der Garten, glaube ich, mit dem Garten, einige. genau. Was mich auf jeden Fall sehr freut, es sind sehr viele Pflanzenteile mit dabei. Auch sehr viele, auch größere Platten zum Teil in Tan, also da haben sie wirklich, ja, ich würde sagen, bei Lego wäre das Set nicht 1:1 so rausgekommen, weil es wirklich auch beim Aufbau teilweise ein bisschen schwierig ist, dass das nicht dauernd auseinanderfällt, aber wenn es dann mal so aufgebaut ist, wie wir es hier vor uns haben, ist es wirklich ein sehr nettes Set. Es wird einen schönen Platz finden in unserer Lego-Stadt. Ich weiß noch nicht genau, wo wir es hingeben. Ich weiß es auch noch nicht, aber irgendwo beim Wasser vielleicht. Irgendwo beim Wasser. Ich habe zuerst gedacht in den Bewohnerbereich, aber es könnte auch irgendwo separat eher im ländlichen Bereich stehen. Ja, oder da, wo unsere Abenteurer unterwegs sein werden oder sollten. Das habe ich natürlich gedacht, ja genau. Also da gibt es dann sicher noch mal ein Update, wo wir dieses Set in unsere Stadt hinein verfrachten. Was ich euch noch zeigen wollte, und zwar ist das auch mehr oder weniger ein 2-in-1-Set, wobei man muss da nicht so viel umbauen, wenn man das zweite Modell aufbauen will. Und zwar kann man diese beiden Häuserhälften auch übereinander stapeln. Dann muss man den Garten und das Ganze zwar ein bisschen umbauen, aber es wäre auch möglich, aus diesem Nebeneinander ein Übereinander zu machen, sozusagen. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ist wahrscheinlich bautechnisch auch nicht viel leichter, oder? Wird ähnlich schwierig sein. Es bleiben hier auf jeden Fall Steine über, weil man nur einmal das Dach benötigt. Und ja, die Leiter hier hinten ist natürlich praktisch, dann kann man dann damit in den ersten Stock hinauf. Aber ja, ist auf jeden Fall nett, dass der Designer hier daran gedacht hat, was man sonst noch damit machen könnte. Also wirklich eine sehr, sehr gelungene Angelegenheit. Mir bereitet das Haus sehr viel Freude. Es ist wirklich ein Blickfang, auch von der Farbgebung her und dem Ganzen wird es sich sicher schön in unsere Stadt integrieren lassen. Wie sieht es mit einem schönen Abschieds- und Abschlusswort aus? Ich setze jetzt noch den kleinen Mann hier vor das Haus in seinen Garten. Wie gesagt, also ich finde es super. Ich bin froh, dass ich es nicht aufbauen musste. So wie es aufgebaut ist, gefällt es mir jetzt super. Also von dem her perfekt. Ich freue mich schon sehr darauf, wie das bei uns in der Stadt aussehen wird. Auch wie wir das dann mit dem Fluss machen, bin ich schon sehr gespannt. Aber ich glaube, das sieht echt toll aus. Also wenn das noch blau unterlegt ist, glaube ich, schaut das mega aus. Von dem her, ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Uns ja einer Meinung, genau. Wir haben noch mehr Sets von dieser Serie, also schaut noch rein, wenn ihr noch nicht alle Videos kennt. Vielleicht kommen auch noch die ein oder anderen. Wir verraten da noch nicht zu viel und du auch nicht, weil du hast letztes Mal die Geschichte mit der Erweiterung des Turms der Wissenschaft verraten. Aber ja, wir probieren es doch ein bisschen herum. Vielleicht bauen wir auch die andere Konstruktion noch auf und schauen, ob uns das vielleicht nicht besser gefällt. Und dann seid ihr hoffentlich wieder mal bei einem Video dabei, wenn es heißt, wir bauen Lego oder wir haben Lego gebaut und zeigen euch, was wir gebaut haben. So in der Richtung, oder? Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne, baut auch ihr was Schönes und bis bald. Tschüss. Tschüss.